Es knistert wieder gefährlich. Glückwunsch. Scheiße. Offenbar gab es hier einen Durchbruch irgendwo. Aber gut, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre diese Strecke nicht mehr gefahren wurde. Ich klammer mich immer in die 120 Jahre, die da vergangen sind, angeblich. Oh, Intercom. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for a suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. What is that? What's going on out there? I gotta go. See you soon, Simon. Ja, super. Catherine? You okay? Warum habe ich das Gefühl, dass wir nie irgendwo so richtig allein sind? Bevor ich da reingehe, sehe ich da hinten noch ein kleines Blümchen, glaube ich, wo wir den Finger wieder reinstecken können. Einfach nur so, weil es Spaß macht. Ist das Heilung? Heilung sieht aber anders aus. Ja, großartig. Okay, ob das Heilung ist, weiß ich nicht. Diese schwarzen Adern sehen aus, auch wie Öl, was sich dann durch unsere Augenlider zieht oder wo auch immer. Da komme ich gar nicht mehr. Ich wollte das schließen. Wegen dem Wasserdurchbruch. Okay, oben ist auf jeden Fall Licht. Na los. Na, so viel Licht war es jetzt auch nicht. Können wir die Klappe schließen vielleicht? Wenn da ein Wasserdurchbruch ist, dann... Ich frage nicht. Okay, komm, wir schwenken. Ah, jetzt geht's auch von alleine zu. Okay. Oh nein, ich weiß warum. Ein Luftschacht. Na gut. Dann mach mal auf, die Mutti hier. Komm schon. Luke auf, bitte. Hallo? Hier ruckelt er wieder ein bisschen durch die Gegend. Jetzt geht's wieder. Und wieder im Meer. Hatten wir schon lange nicht. Das ist eine tolle Idee, einfach jemand, der offenbar... Genau, das wollte ich sagen. Wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Als Frischling. Du bist so ein Noob, du hast dich im Atlantischen Ozean verlaufen. So. Ich folge einfach mal diesem Weg hier. Oh. Hallo, Mr. Krabmann.
Wahlgesänge. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt näher. Entweder laufe ich gerade zurück oder wir kommen jetzt näher. Nein, wir laufen nicht zurück. Es ist das richtige Zeichen da oben. Wir kommen der Station näher. 350 Meter kann ja soweit nicht mehr sein. Ich warte nur drauf, dass es gleich wieder Bzzt, Bzzt macht. Lambda. Lambda. Ich sag ja, ich warte drauf, dass es Bzzt, Bzzt macht. Der hat also schon gewaitet vor Sis. Na gut, zum Glück hat er uns nicht erwischt. Wir konnten ihn ganz clever outrannen. Eigentlich dachte ich, der bleibt noch ein bisschen auf den Fersen, aber die sind gar nicht so schnell. Ich habe das Gefühl, das ist alles immer noch so ein bisschen Vorgeplänkel gerade, weil das alles doch noch... Bis auf so kleine Happenings ist es doch noch relativ ruhig. Aber bei Frictional Games heißt das natürlich gar nichts. Das wissen wir, ja. Da hinten leuchtet irgendwas rot. Okay, bevor ich da reingehe, will ich wissen, was da hinten rot leuchtet. Was ist das? Cortex-Chip erforderlich, okay. Okay. Wir wissen, was es ist. Und warum hier alles wasserfest ist? Na gut, das liegt vielleicht daran, dass es unter Wasser eingesetzt wird. Macht ja irgendwo auch Sinn. Okay, ich versuche mal da jetzt reinzukommen. Ich glaube, das sollen wir ja auch. So. Lambda. This must be Lambda. Where Catherine is. Wenn sie noch da ist. Und die nächste Luftschleuse. Dauert immer ein bisschen. Da wären wir also. Auf Catherines Spur. Hier lädt er gerade wieder ein bisschen nach, deswegen ruckelt es hier und da ein bisschen. Erinnert mich tatsächlich immer noch so ein bisschen an Rapture, an so einen, naja, weniger 50er Jahre, mehr so... Was? Catherine? War das? Be quiet! Don't look at it! Bin ich da? Ich war sehr mutig. Was auch immer er da gerade getan hat.
Irgendwo hat dagegen gepollert, ist abgehauen. Bist du hier drin? Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe hier auch gerade Problemchen. Ich komme ja schon. Catherine? Simon, right here. Oh nein. Oh nein. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take it anymore. Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't... You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Ich frage mich, ob der Cortex-Chip vielleicht ihr Bewusstsein What did ist. you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there. Nochmal? Put the sort of square thing you're holding into the matching hole over there. Use the Omnitool with the computer. Just plug it into the terminal. Okay, machen wir das mal. Guck mir nicht hinterher. Ich fühle mich beobachtet. Wo, in welchen Rechner denn? Hier sind so viele. Hier wahrscheinlich. Lambda Terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? Alright. Let's give this a try. Ich glaube, dieser Cortex-Chip ist wahrscheinlich ihr Bewusstsein. Also das, was Catherine... Das, was sie eben ausmacht. Oh, jetzt auch noch ein... Ja, gut, das ist kaputt. Probieren wir es mal. Custom Cortex chip found. Shutting down helper chain. Have a nice day. Just pretty much anything will fit. Ach, Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool? Thanks. So, what's the project about? My project. Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How?
Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Vielleicht waren wir vorher gar nicht im Jahr 2015 in Toronto, sondern es war auch nur eine von dieser Welt für die Arche bestimmt. Kann natürlich auch sein. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie sich das Ganze entwickeln kann, oder... Verdammt. Wir müssen in den anderen Raum und wir haben noch einen Freund hier irgendwo. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Okay, hier können wir uns wahrscheinlich wieder aufladen. Ich spare das mal gerade. Ich weiß nämlich nicht genau, was es uns bringt. Ob uns das irgendwie besser macht oder sonst irgendwas. Ich dachte, vielleicht heilt es uns hier in irgendeiner Art und Weise, aber... Wovon? What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Und kann man diese Kreatur... Careful! I think it's back. Keep your eyes peeled. Nein. So, keine Ahnung, wo wir sind. Ist das der Raum, wo wir rein sollten? What are you doing? Be careful. Chris, ich bin die ganze Nacht aufgeblieben. Warum noch schlafen? Der Fernseher auf dem Hintergrund und die Nachrichtensprecher sind wegen des Kometen so aufgeregt zugange, als würden sie im Kino. Ich weiß, dass es ganz schön daneben ist, dass dich jetzt gerne bei mir zu haben. Wahrscheinlich habt ihr Kerle da weit unter den Wellen am ehesten eine Chance, dass sie überleben. Ich hoffe, dass es für dich weitergeht, sofern es noch ein lebenswertes Leben ist. Sieht so aus, als wäre die Kacke jetzt richtig entdampfen. Ich drück mal besser auf Senden, bevor uns die Schockwelle erreicht. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Papa. Oh. 2103. There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. You were all stranded down here. And we were the lucky ones. Okay, der hat's aufgegeben, der kommt hier nicht rein. Der Failfisch. Okay. Hier könnten wir theoretisch noch was... Ah, warte mal, pass mal auf. Ich will das mal ganz kurz ausprobieren. Warum funktionieren die Geräte nie? Ich möchte mal was zu essen drucken. Mann, jetzt hat man die Chance, sich was zu essen zu drucken, dann geht's nicht. Das ist ja deprimierend. Okay, ich weiß übrigens wieder nicht, wo wir hin müssen, in welchen Raum. Wir haben hier nur einen einzigen Aus... tower and the dock and the welcome center. What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Okay, wir haben keine Ahnung, wo der Kollege ist. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Daten wiederhergestellt, Arche. Dann laden wir das Ganze mal. Sind sehr alte Rechner im Jahr 2100. Meinungsumfrage. Interview 1 mit Robin Bass. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this.
Was ich mich aber frage, wenn man nur diese Gehirnscans, wenn man nur die Gehirnscans schickt als Datenstrom quasi, überlebt die Menschheit dann? Zumindest, also der biologische Aspekt hier offenbar nicht. Die sind ja offenbar alle ausgestorben, bis auf uns, die wir hier entweder in unserer Gehirnwelt festsitzen oder vielleicht in der Real... Ich weiß es selber nicht mehr. Aber wenn nur noch die Erinnerung oder das Backup einiger Bewusstseinse, wenn das nur noch überlebt, hat man die Menschheit dann gerettet oder nicht? Weil die Menschheit kann sich nicht mehr fortpflanzen in dem Falle. Das geht nicht mehr. Es sei denn, man findet natürlich neue Wirte. Dann wären die Menschen tatsächlich sowas wie Viren oder ähnliches. Interessant. Mal gucken, was Ian Peterson dazu sagt. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem. How to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing. And hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not going to be easy. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics. Beyond the superficial. I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Weiß ich nicht. Arche Umgebung, Untersuchung, Arche Tracker. Inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Also das ist quasi wie so ein riesiges Holodeck, da wurde das Bewusstsein der Menschen quasi reingeladen und die Menschen leben dann in dieser Welt dort. Ist also nicht das Toronto, aus dem wir kommen. 5 Quadratkilometer, modularer Raum, ist also nicht riesengroß. Vielleicht gibt es ja mehrere dieser Welten, ich weiß es nicht. Ah, es gibt mehrere dieser Welten. 12 Quadratkilometer. Keywood, V4, gemischter Laubwald, sieht auch sehr schön aus. Cyan, 2 Quadratkilometer ist ein Stadtpark. Vielleicht kann man sich da irgendwie uploaden oder keine Ahnung, wie man die Sachen betritt. Arche Schaltbild. Aha, ja, ja, toll. Ah, das ist ja, es ist relativ simpel, aber offenbar effektiv. Ja, wenige Bauteile. Eigentlich zu wenige, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, und dann, das hätte ich auch, da würde ich aber noch, das würde ich anders machen. Okay, da bin ich nicht ganz d'accord mit. Okay, eine Untersuchung. Kalibrierungsvermessung 0.3. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrung geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wäre es möglich, dass wir vielleicht schon in der Arche sind und die Arche infiltriert wurde? Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal, gestärkt, eine bessere Version von mir selbst. Ich fühle mich fremd, ich bin Gast in einem anderen Körper. Ich fühle mich falsch, nicht mehr wie ein echter Mensch. Gast in einem anderen Körper, so kommt es einem zumindest vor. Speichern. Dauert ganz schön lange. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal, ich fühle mich abgetrennt, eine Trennung von Körper und Geist. Ich fühle mich verändert, als hätte sich mein Charakter geändert. Ich fühle mich verloren, ich existiere nicht mehr. Weiß ich nicht. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Normal, wie erwartet. Ich nehme meine Umgebung bewusster und genauer wahr. Ich fühle mich blockiert, als ob meine Sinne taub wären. Mir fehlt einer meiner natürlichen Sinne oder sogar mehrere. Ja, taub sind sie ja nicht. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Es ist angenehm. Ich mag es nicht. Irgendwas stimmt nicht. Es ist beunruhigend. Alles fühlt sich konstruiert an. Deprimierend. Ich werde das Gefühl nicht los, dass alles falsch ist. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Nein, ich fühle mich gut. Ich fühle mich ein wenig so, als hätte ich mich selbst verloren. Ja, ich trauere meiner vorherigen Existenz nach.
Es ist mir egal, welche Form ich habe, solange es für mich weitergeht. Wir trauern natürlich unserer Existenz im Jahre 2015 nach. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Es ist eine direkte Fortsetzung meines vorherigen Selbsts. Wie ein neues Kapitel meines Lebens, als wäre ich neugeboren, ein vollständiger Neuanfang. Sie ist etwas völlig anderes und hat nichts mit meinem vorherigen Ich zu tun. So. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Ja, genauso wie mein vorheriges Leben. Ja, aber mit weniger Bedeutung. Vielleicht können wir einen neuen Sinn in dieser Welt finden. Nein, sie ist zu weit entfernt von der Realität und allem, was ich kenne. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich würde 3 oder 4 nehmen. Nö. So. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Nein. Vielleicht. Ich muss drüber nachdenken. Vielleicht. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ach, Untersuchung haben wir. Arche-Tracker. Erde. Tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe.